Herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin Esther und ich zeige euch heute das Rezept für meinen weltbesten Käsekuchen mit der Geheimzutat Mascarpone und einem knusprigen Boden aus Keksen. Für den Käsekuchen brauchen wir 150 Gramm Butterkekse, ungefähr 80 Gramm Butter, 4 Eier, 150 Gramm Zucker, 25 Gramm Mehl, dann an Mascarpone 250 Gramm, 150 Milliliter Sahne, 400 Gramm Frischkäse, 200 Gramm Schmand, etwas Zimt, etwas Vanille und 4 bis 5 Esslöffel Preiselbeeren. Als erstes schmelzen wir die Butter in einem kleinen Topf. Dann kann ich jetzt die Kekse für meinen Teig einfach zerkleinern. Ich habe hier so eine tolle Multi-Zerkleinerer-Maschine. Wenn ihr das nicht habt, nehmt ihr einfach einen Gefrierbeutel, haut ein paar Mal mit eurer Teigrolle raus oder nehmt einen großen Topf, das geht auch. Bei 150 Gramm Keksen muss ich hier 2 Portionen draus machen und dann geht's schon los. Und wenn die so aussehen wie Paniermehl, richtig schön zerkleinert sind, sind sie eigentlich optimal für den Boden. Dann kann ich jetzt die fertigen Kekskrümel mit der flüssigen Butter vermengen. So wird das eine richtig schöne homogene Masse. So, jetzt haben wir die perfekte Konsistenz für den Keksboden. Ich habe hier eine Springform, die ist 24 cm im Durchmesser. Die lege ich mit ein bisschen Backpapier aus. Das habe ich mir zugeschnitten, dass es schon so eine runde Form hat. Und dann gebe ich den Keksteig auf den Boden. Dann nehme ich mir hier ein relativ großes Glas und drücke jetzt hier mit meinem Glas nochmal den Boden richtig fest an. Und habe jetzt hier bei meiner Variante Butterkekse genommen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel bei der Weihnachtszeit Spekulatiuskekse nehmen oder andere Kekse. Dieses Rezept klappt eigentlich mit allen Keksen, die ihr gerne mögt. Meinen fertigen Keksboden gebe ich jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 15 Minuten. Für meine Füllung für den Käsekuchen nehme ich erstmal den Zucker mit den 4 Eiern und schlage alles schaumig auf. Vier Eier, am besten Bio-Eier, Größe M. Ich starte schon mal mit dem ersten Ei und gebe die dann einzeln dazu. Jetzt gebe ich zu der Zucker-Eier-Mischung den Schmand, den Frischkäse, Mascarpone und ein bisschen Mehl. Jetzt kommt noch die Mascarpone, ein bisschen Mehl. Ich gebe jetzt noch 150 Milliliter Sahne dazu. Wichtig ist, dass die Sahne noch nicht aufgeschlagen ist, sondern einfach flüssig in den Teig kommt. Ich gebe noch ein bisschen Zimt dazu, eine Prise ungefähr. Und ganz wichtig, die Vanille. Meine Füllung ist fertig. Jetzt können wir den Keksteig schon rausholen aus dem Ofen. Die 15 Minuten sind rum. Der Boden ist perfekt geworden, leicht gebräunt. Der Boden sollte jetzt mal kurz abkühlen, damit ich ihn dann perfekt einstreichen kann. Ich habe hier meine Preiselbeeren. Ihr könnt aber auch Himbeermarmelade nehmen oder einfach eine Marmelade, die euch am besten schmeckt. Ich mache jetzt hier die Variante zu jeder Jahreszeit mit Butterkeksen und Preiselbeeren, weil ich Preiselbeeren einfach extrem lecker finde.
Ihr könnt den zu Weihnachten auch gerne mit Spekulatius und Preiselbeeren und nachher noch einer Rosmarindekoration machen. Den Boden habe ich jetzt komplett mit meinen Preiselbeeren eingestrichen. Und schon kann ich die Füllung darauf gießen. Die haben wir ja schon vorbereitet. Meinen Käsekuchen schiebe ich jetzt für ungefähr 60 Minuten in den Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Wichtig ist beim Käsekuchen, dass er keine Risse bekommt und perfekt gebräunt wird. Für ein gleichmäßiges Ergebnis könnt ihr einfach eine feuerfeste Form mit Wasser füllen und unten in den Backofen schieben. Dann wird der Käsekuchen auf jeden Fall perfekt. Ganz wichtig, ich habe den Ofen jetzt von 180 auf 160 runtergedreht. Während mein Kuchen jetzt im Ofen backt, mache ich mein Topping für die Dekoration. Dafür brauche ich eigentlich nur 3 Zutaten. Mascarpone, dafür nehme ich 100 Gramm in meine Küchenmaschine. Dann gebe ich Sahne dazu, das sind auch 100 Gramm. Und dann kommt noch etwas Vanillezucker dazu. Das Topping schlage ich jetzt hier kurz auf, damit es eine schöne feste Masse gibt. Die Masse ist jetzt komplett dick aufgeschlagen und ich kann sie jetzt in meinen Spritzbeutel füllen, damit ich den Käsekuchen noch damit schön dekorieren kann. Damit der Kuchen an der Oberfläche keine Risse erhält, lasse ich ihn einfach im Backofen auskühlen. Dafür öffne ich die Ofentür und schalte den Ofen aus und so kann er hier im Ofen einfach abkühlen. Mein fertiger Kuchen stand jetzt für 4 bis 5 Stunden im Kühlschrank und ist richtig schön durchgezogen. Den löse ich jetzt mit einem scharfen Messer von der Kuchenform. Einmal schön ringsherum. Man sieht schon, die Oberfläche ist einfach perfekt geworden. Jetzt kann ich die Form lösen. Man sieht schon, die Oberfläche ist perfekt geworden. Der Keksboden, die Preiselbeeren, die Käsekuchenmasse, alles ideal. Und jetzt kann ich mit meinem vorbereiteten Topping, so kleine Spritzer auftupfen auf den Kuchen. Ich mache das nicht auf den ganzen Kuchen, ich mache so ungefähr 1/4. Ich dekoriere das mit dem Topping aus Mascarpone, Sahne und Vanillezucker und nutze dann noch ein paar Kekse und Minze. Und natürlich die Preiselbeeren, dann hat man noch mal so eine fruchtige Note. So, und das reicht mir schon an Topping. Jetzt ist ungefähr so 1/4 des Kuchens bedeckt. Ich mache jetzt hier aus den Keksen noch so ein paar kleinere Stücke, die setze ich dazwischen. So schön verteilen. Jetzt kommen die Preiselbeeren noch mal so als Farbtupfer drauf. Und dann nehme ich noch ein bisschen von der frischen Minze, schönes Grün, frische Kick, passt ideal zu dem Rot und dem Weiß und dem Keksfarbton. So macht es ein richtig schönes Bild. So ein paar kleine Blätter verteilt. Ich habe echt schon viele Käsekuchen gebacken, mit Boden, ohne Boden, mit Quark, mit Vanillepudding, aber das hier ist wirklich mein absolutes Lieblingsrezept. Und jetzt kann ich auch endlich probieren. Also die Kombination aus knusprigen Keks, dieser leichten Vanillenote und der fruchtigen Preiselbeere, das ist mein absolutes Lieblingsrezept. Backt ihn zu Hause einfach mal nach, ich würde mich freuen. Lasst es euch gut schmecken.